Herr Dorothea, lass uns auf den Ukraine-Krieg schauen, denn mit unerbittlicher Härte tobt dieser Krieg weiter. Es ist inzwischen Tag 1055 und selten gibt es ja direkte Einblicke in das, was an der Front wirklich passiert. Unabhängig sind nämlich alle Berichte kaum, wenn überhaupt nicht zu überprüfen. Das ist ganz richtig, Carsten, denn beide Seiten, sowohl die russischen Aggressoren und auch die ukrainischen Verteidiger, geben längst nicht alle Informationen preis. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf, der traf nach Monaten nun erneut einen Deutschen, der für die Ukraine an vorderster Front kämpft und der in drastischen Worten beschreiben kann, wie die tatsächliche Lage in seinem Frontabschnitt im Osten des Landes ist. Auf dem Weg in den Schützengraben wieder einmal. 3,5 Kilometer durch ein Waldstück, dann 500 Meter komplett ungeschützt über freies Feld unter ständigen Drohnenattacken. Ben Monis ist bei Isium durch die Hölle gegangen. Jetzt ist der gebürtige Kölner im Krankenhaus. Wo, dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Zunächst wurden ihm Schrapnelle aus dem Unterleib entfernt. Jetzt unterzieht er sich einer Lungenbehandlung. Er bekommt schwer Luft, erzählt er uns, Folgen seines Fronteinsatzes. Wir hatten dreimal in unseren Stellungen Gasattacken gehabt. Ja, und seitdem haben Probleme mit der Lunge. Ich kann nicht mehr so gut laufen, 20 Meter und ich bin fertig. Und wir bei der Infanterie, wir sind eigentlich ständig am Rennen. Wir haben so viele Drohnen in der Luft, wir müssen rennen. Die vergangenen Wochen an der Front haben dem 55-Jährigen sichtlich zugesetzt, auch mental. 7 Tage Schützengraben, 1 Tag frei und wieder von vorne. Die Russen nur wenige 100 Meter entfernt. Also die Russen, die greifen erst sehr viel mit Kamikaze-Drohnen an. Die gehen richtig in unsere Schützengräben rein mit Kamikaze-Drohnen und danach versuchen sie in unseren Stellungen reinzukommen. Wir sind wirklich nur, unsere Position ist 200 Meter von den russischen Positionen. Also wir sprechen da nicht mehr von Kilometern, wir sprechen von Metern, also praktisch. Und ist sehr schwierig, die Lage. Das sind Aufnahmen, die nach dem Ende einer 7-Tage-Kampfschicht entstanden sind. Die Männer freuen sich auf 24 Stunden Pause. Inzwischen sind alle Kameraden von Ben tot oder schwer verwundet. Wir sind mit 8 Leuten zusammen, 4 sind gestorben, 4 sind verwundet mit mir. Und wir brauchen dringend mehr Leute, also wir brauchen Nachschub. Das ist, im Moment ist es ein ganz großes Problem. Wir können nicht rotieren. Unsere Jungs müssen wirklich fast einen Monat in den Stellungen aushalten, bis wieder Ablösung kommt. Es ist wirklich eine harte Zeit im Moment. Und das auf beiden Seiten. Die Russen haben immense Verluste. Ich sag mal, auf einen ukrainischen Soldaten kommen 50 Russen im Moment. Das ist wirklich so. Also wir schießen ohne Ende, wir töten ohne Ende, aber die nächste Welle kommt, die nächste Welle kommt, die nächste Welle kommt. Noch wird Ben Monis eine Weile im Krankenhaus sein. Infusionen, Tabletten. Danach geht der Krieg für ihn weiter in einem neuen Bataillon als Ausbilder.